Nachdem ich bereits zu Spark the Electric Chester 1 und 2 jeweils ein Errungenschaftsvideo gebracht hatte, fehlt nur noch eins zum dritten Teil. Und genau darum soll es heute gehen. Und damit willkommen zum Errungenschaftsvideo zu Spark the Electric Chester 3 im Rahmen meiner Level 10 Challenge. Im Vergleich zu seinen beiden Vorgängern umfasst dieses Spiel nur 6 Errungenschaften, aber unterschätzt diese nicht. Denn im Vergleich zum zweiten Teil ist es hier nochmal um Längen schwieriger. Aber das werdet ihr eh gleich verstehen. Und ich würde sagen, legen wir doch direkt mal los. Die ersten 4 kann man genau wie bei Spark the Electric Chester 2 zusammenfassen, weil, und ihr könnt euch das sicher denken, es wieder eine Errungenschaft für jede Schwierigkeitsstufe gibt. Von normal bis zu Challenge Chester. Wer jetzt denkt, dass das doch easy ist, weil man in Spark 2 auch mittendrin den Schwierigkeitsgrad umstellen konnte, ja, das geht hier nicht mehr. Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad zwar auf der Map ändern, aber nicht mehr im Level. Und gerade das kann beim letzten Level für viel Frust sorgen, da dieses nicht nur rund 20 bis 25 Minuten lang geht, sondern man hat auch nur eine gewisse Anzahl an Leben, abhängig davon, wie viele Medaillen man bislang gesammelt hat. Dazu zählen die Freedom Medals, die für die Zeit und den Score und auch die Sammelmedaillen, die in vielen Leveln überall verstreut sind. Sobald ihr den feinen Boss erreicht habt, habt ihr eh wieder unendlich Leben. Aber auch die Kämpfe sind auf Challenge sehr anspruchsvoll. Eine Sache muss ich hierbei noch erwähnen und die ist sehr wichtig, um die Errungenschaften am Ende freigeschaltet zu bekommen. Und das gilt auch für alle anderen Errungenschaften. Müsst ihr das Spiel über das Game-Menü schließen, denn das ist ein Bug in der aktuellen Version. Sobald das Spiel beendet wurde, werden diese freigeschaltet. Ich kann euch nicht sagen, was Pepper da gemacht hat, aber so habe ich die Errungenschaften am Ende erhalten. Damit bleiben nur noch 2 übrig, die wie beim zweiten Teil auf die Speed- und Score-Medals bezogen sind. Aber bevor ich darauf näher eingehe, muss ich 2 wichtige Dinge dazu ansprechen. Im Vergleich zu Spark 2 findet ihr die Vorgaben nicht mehr in der Levelauswahl, sondern nur innerhalb des Levels, wenn ihr das Pause-Menü aufmacht. Und die zweite Sache betrifft die späteren Updates, wo Peppers beispielsweise die Levels aus Spark 2 mit eingebaut hat. In den ersten Versionen musste man die Medals nur für die Levels bis Deep Descent einsammeln, um diese zu erhalten. Doch mit dem DLC muss man auch die Medals aus den Spark 2 Levels einsammeln. Doch zum Glück müsst ihr nicht bei allen Spark 2 Levels alle Medaillen einsammeln, denn ich habe festgestellt, dass ich die Errungenschaften dann bekommen habe, als ich gerade mal 10 Level davon auf Diamant geschafft habe. Das habe ich erst bei der Score-Errungenschaft bemerkt und dann später bei der Speed-Errungenschaft getestet. Deshalb kann ich euch das hier auch so sagen. Dann muss man sich nicht durch alle Stages quälen, wie Scara Astropolis oder auch der Apocalypse Thruster. Ich glaube, wenn ich alle Stages hätte komplett abschließen müssen, das hätte mein Controller safe nicht überlebt. Aber kommen wir zu der Score-Errungenschaft. Um Diamant zu bekommen, muss man wie schon in Spark 2 viele Punkte sammeln und dabei den Multiplikator durch das Einsammeln von Bits und den Besiegen von Feinden ständig weiter erhöhen. Doch eine Sache macht das Spiel anders als bei Spark the Electric Chester 2, denn im vorherigen Teil hatte man nur 5 Minuten pro Stage Zeit, ansonsten geht der Punktezähler automatisch immer weiter Richtung 0 und man konnte keine weiteren Punkte mehr sammeln. Genau das hat Febbert bei diesem Teil entfernt und dadurch hat man auch mehr Zeit, die Gegenden zu erkunden. Dafür sind aber die Anforderungen an die Punkte, die man am Ende haben muss, nicht gerade gering und erfordern, dass man den Multiplikator sehr stark erhöht. Aber ich kann euch so sagen, ja, das Bitfarm ist mühselig, aber die nötigen Punkte bekommt man sehr easy zusammen. Bei den Speed Medals habe ich mich immer gefragt, wie Febbert eigentlich auf diese Zeiten gekommen ist. Weil wirklich, die sind teilweise so brutal, dass man einen perfekten Run hinlegen muss, um überhaupt die Zeiten zu schaffen. Dazu muss man mit den Fähigkeiten sehr gut umgehen können, wie den Chester Swipe, was Sonic-Fans mit dem Lightspeed Dash vergleichen können, wodurch Spark schneller werden kann. Aber auch das Abschießen der Feinde ist sehr wichtig, denn dadurch wird man nicht unnötig ausgebremst und kann so Energie für bestimmte Aktionen aufladen. Ich verlinke euch mal dazu eine Playlist von einem YouTuber, der die Zeiten ohne Treffer unterboten hat und dort kann man auch einige interessante Tricks sehen, wie zum Beispiel bei Pacific Abyss, wo man sich sogar mehr als 1 Minute einsparen kann, denn manche Zeiten sind wirklich sehr hart, wo ich die meisten nur mit einer halben bis 2 Sekunden unterbieten konnte und ich hatte wirklich mehr als genug Frustmomente gehabt. Und das wären alle Errungenschaften. Wie gesagt, es sind halt nicht viele, aber gerade die letzten beiden kosten sehr viel Zeit und auch Nerven. Aber was ist eure Meinung dazu? Habt ihr die Errungenschaften auch schon gesammelt oder fehlen euch noch die eine oder andere? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!